Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute wieder zu einem Bushcraft Praxistipp. Ja, heute will ich euch mal zeigen, wie ihr aus so einem Kreuzknoten und einer Schlinge einen verstellbaren Knoten machen könnt. Im Intro habt ihr schon gesehen, wozu ich es nehme. Der eignet sich hervorragend zum Beispiel, um irgendwelche Sachen fest am Rucksack festzuziehen. Der Vorteil ist, das Ganze bleibt auch in dem Molle-System. Also das heißt, der Knoten wird durchgeschlauft und verbleibt dann am Rucksack. Also nicht so wie bei abnehmbaren Sachen. Das ist zum Beispiel für Ausrüstungsgegenstände, die ihr öfter benutzt oder immer am selben Ort habt. Ja, wozu kann man diesen Knoten denn noch verwenden? Ja, natürlich kann man den Knoten überall da verwenden, wo man was verschnüren will. Zum Beispiel Tarps oder ich hier so eine Decke. Ja, und der Vorteil von diesem Knoten ist, wenn ich hier an der Schlaufe ziehe, löst sich das Ganze. Seht ihr? Ruckzuck, es löst sich also schnell. Und hier kann ich es einfach wieder zusammenziehen und das Ganze ist fest. Der Knoten eignet sich auch zum Beispiel hier, um so eine Schalen zu verschnüren oder irgendwelche Deckel irgendwo drauf zu machen. Das ist jetzt hier so eine Brotdose. So, jetzt wollen wir die verschließen. Dann nehme ich mal hier so ein Stück Paracord mit dem Knoten. So, wie ihr seht, ich ziehe hier an der Schlaufe. Zack. Und schon ist das Ganze fest. Und wenn ich es aufhaben will, ziehe ich wieder hier an der Schlaufe und das Ganze ist lose. Da ich den Knoten sonst noch nirgendwo gesehen habe und ich den schon seit einiger Zeit verwende, würde ich fast behaupten, ich habe ihn erfunden. Ich bin mir da aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist es eine ganz feine Sache und ich will euch das unbedingt in diesem Video vorstellen. Ja, was braucht man denn für diesen Schnellspanner? Eigentlich nichts, nur ein Stück Paracord. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Farben verwendet, der Übersicht halber. So finde ich natürlich die Schlaufe schneller zum Lösen, aber von der Funktion her macht es also keinen Unterschied, wenn man das aus der gleichen Farbe baut. Ja, worum soll es in diesem Video gehen? Ich zeige euch heute erstmal den eigentlichen klassischen Kreuzknoten. Dann binde ich mit euch den Spanner und zeige euch drei verschiedene Variationen von diesem Schnellspannknoten, wie ich den benutze. Okay, dann fangen wir mal an. Um den Kreuzknoten zu binden, legen wir hier eine Schlaufe. Dann gehen wir hier mit dem anderen Ende durch, gehen einmal drumherum und hier wieder zurück. So, das ist der sogenannte Kreuzknoten. Wichtig hierbei ist, dass diese beiden Enden hier auf der gleichen Seite liegen, dass der Knoten schön symmetrisch ist. Sonst hat man nämlich den sogenannten Hausfrauenknoten und der zieht sich bei Belastung unheimlich stark fest. So, wenn ich jetzt hier dran ziehe, seht ihr schon, der Knoten zieht sich fest, lässt sich aber auch gut wieder lösen nach der Belastung. Ja, und ein weiterer Vorteil von diesem Knoten ist die Symmetrie. Und zwar, wenn ihr jetzt hier das Seilende durchzieht, seht ihr, das läuft ohne sich zu verdrehen hier durch den Knoten. Und das ist genau das, was wir uns bei unserem Schnellspanner zunutze machen. Hier der Kreuzknoten nochmal von Namen. So muss das aussehen. Der Kreuzknoten wird verwendet zum Verbinden von zwei gleich starken Seilenden. Ja, so viel zur Theorie und ich zeige euch jetzt, wie wir damit unseren Schnellspannknoten knüpfen. Wir brauchen ein Stück Paracord, ca. 25 cm lang für unseren Zipper. Das legen wir einfach doppelt. So. Und machen hier einen ganz normalen Knoten rein. Ziehen das fest. So, dann haben wir hier unseren Zipper. Ja, dann brauchen wir an dem anderen Ende von dem Paracord eine Schlaufe. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Palsteak. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Macht die Schlaufe nicht zu klein, sonst könnt ihr den Knoten nicht gut verstellen. So, dann machen wir hier ein Palsteak rein. So, also wie gesagt, könnt ihr auch irgendeinen anderen Knoten nehmen.
Hauptsache, wir haben eine Schlaufe. So, jetzt haben wir schon eigentlich alles, was wir brauchen. Und jetzt nehmen wir praktisch das andere Ende von unserem Spanner, führen das auch hier oben durch, gehen dann einfach hier durch die Schlaufe und hier unten rum und wieder auf der gleichen Seite zurück. So, wie ihr seht, haben wir schon unseren Spanner. Jetzt kann ich hier praktisch an der Schlaufe ziehen und schön symmetrisch läuft der Knoten durch. Am Ende kann man jetzt hier noch hergehen und einen kleinen Knoten reinmachen, dass euch der Spanner hier nicht so schnell durchrutscht und hängen bleibt. Ich zeige den Knoten jetzt noch mal von nahen. So sieht das aus. Er ist jetzt hier fest. Ziehe hier an der Lasche, löst sich der Knoten und ich kann hier verstellen. Bei Zug zieht er sich wieder fest, ziehe ich wieder an der Lasche, löst sich der Knoten wieder. Wichtig ist, dass der Knoten sich immer hier zur Schlaufe zuzieht. Das heißt, die müsste man hier am Ende befestigen, so durchziehen, weil das ist das Ende, was sich einkürzt. Wenn ich jetzt ziehe, seht ihr, die Schlaufe bleibt hier am Platz. So, und jetzt ist das Ganze fest und so löse ich das Ganze und wie ihr seht, kann ich hier schon ein Riesenstück rausziehen. Das hat den Vorteil, dass ich gleich hier die Länge bekomme und das Ganze locker umlegen kann. Ja, das ist eigentlich schon alles simpel und einfach, aber sehr effektiv. Ich werde euch jetzt noch zwei andere Möglichkeiten zeigen, diesen Knoten zu binden, die ich sonst auch benutze. Warum, zeige ich euch jetzt. Um euch die Unterschiede besser zeigen zu können, zeige ich euch jetzt nochmal Variante 1, auch zur Wiederholung. Also hier haben wir unser Paracord-Ende. Wir gehen von oben durch die Schlaufe. Dann fädeln wir hier unsere Zugschlaufe auf. Dann gehen wir oben rüber und gehen von unten wieder durch und ziehen zu. So, jetzt haben wir diese Variante 1. Die Variante 1 hat halt auch den Vorteil, dass wenn wir hier öffnen, wir hier ein Riesenstück, eine Riesenlänge durchziehen können, die wir nachher als Spiel haben zum Öffnen. Das Ganze hat aber auch einen Nachteil, und zwar, wenn euch hier draußen das Ende rausrutscht, dann fällt hier die Schlaufe ab und ihr könntet die Schlaufe verlieren. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, und zwar knote ich die Schlaufe auf und fädel die jetzt hier mit durch, mit auf. So, verknote das Ganze wieder. So. Okay. So, jetzt haben wir hier praktisch einen Teil. Die Zugschlaufe ist jetzt in der Schlaufe befestigt. Das heißt, die können wir nicht verlieren. Ja, jetzt knote ich den Knoten wieder. Ich gehe von oben durch. Gehe hier durch unsere Zugschlaufe, wie gehabt, unten rum und fest ist das Ganze. So, jetzt kann ich hier wieder ziehen, das Ganze verstellen und so zieht sich das Ganze wieder fest. Und wieder öffnen. So, und hier seht ihr schon, beim Öffnen hat es einen Nachteil, ihr könnt nur die Länge ziehen, die auch die Schlaufe hier hat. Das heißt, ihr habt nicht viel Vorrat. Das heißt, ihr müsst die Schlaufe auch lang genug machen, damit ihr das Paracord dann vernünftig von dem Gegenstand abbekommt. Ja, das war die Variante 2 mit der festen Zugschlaufe. Und jetzt zeige ich euch die Variante 3, die ich benutze. Und zwar ist das einfach doppelt geführt, damit es nicht so in die Decke oder ins Tab einschneidet. Ja, dazu benutzen wir gar keine Schlaufe hier am Ende. Wir nehmen einfach unser Paracord doppelt, verknoten das an dem einen Ende. So,
mache jetzt mal einen ganz normalen Knoten hier rein. So, dann nehmen wir uns mal irgendeinen Gegenstand. Nehmen wir mal hier die Dose. So, dann gehe ich hier einfach so darum, führe wieder das Seil von oben doppelt durch. Dann hier wieder die Zugschlaufe drauf, oben rüber, unten durch die Schlaufe. So, und wie ihr seht, läuft das Paracord jetzt doppelt. Und jetzt kann ich das hier anziehen und fest ist das Ganze. Lösen, genau wie vorher, aufziehen, wegklappen, fertig. Ja, das waren schon die 3 Varianten des Schnellspannknotens, so wie ich ihn benutze. Ich hoffe, es war für euch wieder mal interessant und lehrreich und euch hat das Video gefallen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch für heute verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.